Alexander möchte unerkannt bleiben. Im Schutz der Anonymität erzählt er uns seine Geschichte. Eine von Ängsten und plagenden Gedanken. Gemerkt habe ich das im Prinzip schon als Kind, dass ich immer sehr stark in mich reingehört habe und immer irgendwie Angst gehabt habe, eine Krankheit zu bekommen oder sehr viel Angst hatte, durch eine Krankheit im Prinzip gehandicapt zu sein. Das wurde dann im Prinzip immer schlimmer, dass es so mit dem Älterwerden zugenommen hat, dass man extrem viel sich mit dem Thema beschäftigt hat, gegoogelt hat, extrem recherchiert hat über alles Mögliche, was man einfach so aufgeschnappt hat oder was man tatsächlich im Bekanntenkreis, im Familienkreis einfach so bekommen hat. Alexander leidet an Hypochondrie. Seine Ängste vor schweren Erkrankungen wie Krebs oder einen Herzinfarkt lähmen ihn. Symptome wie Herzstechen oder Kopfschmerzen nimmt er als sehr bedrohlich wahr. Dass man auf einmal in sich reingehört hat und genau diese Symptome bei sich selbst vermutet hat. Das war zum Schluss jetzt so, dass ich mich in meinem Leben wirklich eingeschränkt gefühlt habe. Also ich habe jetzt angefangen, zum Beispiel gewisse Reisen nicht mehr zu unternehmen, wenn ich gedacht habe, die sind zu abgelegen oder die sind zu in Ländern, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht entwickelt genug oder die sind vielleicht medizinisch nicht gut ausgestattet. Und das war also ein gravierender Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt schränkt mich das im Alltag extrem ein. Oder ich habe Tage gehabt, da habe ich morgens was gehört und habe es überhaupt nicht mehr geschafft, mich abzulenken, auch durch die Arbeit, und habe wirklich permanent in mich reingehört oder gegoogelt. Und das war dann so eine Selbsterkenntnis, dass ich was tun muss. Er sucht Hilfe bei Caroline Sauer. Die Psychologin kennt den Leidensweg von Menschen, die Krankheitsängste haben. Hypochondrie ist leider noch immer ein Tabuthema. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Störungsbild, bei dem Betroffene Angst haben, an einer sehr schweren, auch potenziell tödlichen Krankheit erkrankt zu sein. Und gleichzeitig es dafür aber keinen medizinischen Befund gibt. Also das eine Symptom ist eben wirklich die Angst, die sehr stark ausgeprägt ist, die dann auch wirklich das Ausmaß auch manchmal von so Art Panikattacken, Panikzuständen annehmen kann. Das Zweite, was wir eben auch beobachten, ist, dass die Personen eben auch häufig körperliche Symptome berichten und das auch Auslöser dieser Angst dann sind. Das heißt, sie nehmen bei sich etwas wahr, irgendwelche Schmerzen beispielsweise, und haben dann die Angst, dass das ein Zeichen für irgendeine Krankheit ist. In ihrer Not erzählen Betroffene Familie oder Freunden von ihren Krankheitsängsten. Ihre ständige Sorge kann auch das Umfeld stark belasten. Menschen, die an einer Hypochondrie leiden, suchen außerdem häufig Ärzte auf. Es kann auch den Alltag schon auch durchaus sehr stark einschränken. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man sich eigentlich den gesamten Tag durchaus auch Sorgen macht, vielleicht auch manchmal kaum Ruhe hat von diesen Sorgen, vielleicht auch abends beim Einschlafen noch weiter darüber nachdenkt, habe ich da jetzt wirklich was? Mögliche Folge dieser Gedankenkreise kann eine Depression sein. Umso wichtiger ist, dass sich Betroffene Hilfe suchen. Im Rahmen einer Psychotherapie lernen sie, mit den Ängsten umzugehen. Dass man einmal dieses ungünstige Verhalten abbaut, beispielsweise man wirklich dieses Kontrollieren des Körpers lernt zu unterlassen, zum Beispiel indem man Alternativhandlungen durchführt, wenn man eigentlich den Impuls hat oder vielleicht diesen Impuls auch mal verschiebt. Aber auch lernt, die Arztbesuche zu verändern, also auch gemeinsam oder vor allen Dingen auch die PatientInnen überlegen, was sind so gute Kriterien, zum Arzt zu gehen, damit man eben nicht zu häufig zum Arzt geht und nur zur Rückversicherung zum Arzt geht. Alexander hat durch die Therapie gelernt, besser mit seinen Krankheitsängsten umzugehen. Zum Beispiel schafft er es mittlerweile nicht jeden Tag, Symptome zu googeln. Ich lebe nicht mehr in diesen Zwängen. Und es hat mich vieles so eingezwängt, eingeengt in meinem Denken, dass ich immer gedacht habe, da musst du noch dran denken, das musst du machen, die Tablette musst du mitnehmen, das ist alles weg. Also das ist schon unbeschwerter. Also ich gehe an Dinge viel leichter und unbeschwerter dran als vorher.